Hallo zusammen, wir stricken heute mit euch dieses Muster. Wieder ein sehr einfaches Muster, ist auch sehr gut für Anfänger geeignet. Man kann es sowohl für Oberteile als auch für Mützen und Decken verwenden. So schaut das Muster auf der rechten Seite aus und so schaut das Muster auf der linken Seite aus. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken. Maschen für dieses Muster habe ich bereits angeschlagen. Die Maschenanzahl ist hier teilbar durch 6. So, jetzt stricken wir die erste Reihe. Die Randmasche hebe ich ab. So, dann stricke ich 4 Maschen rechts. Zwei Maschen links. Das ist unser Musterrapport, 4 Maschen rechts, 2 Maschen links. Vier Maschen rechts, 2 Maschen links. Jetzt bin ich auch schon am Ende der Reihe, da stricke ich 4 Maschen rechts, und die letzte Masche stricke ich auch rechts. Die Randmasche kann man aber auch links stricken. So, jetzt stricken wir die zweite Reihe. Die zweite und alle geraden Reihen stricken wir alle Maschen links. Also ich habe jetzt die letzte Masche als eine rechte Masche gestrickt, deswegen mache ich so, dass ich die Masche abhebe, wenn der Faden vor der Arbeit liegt. Wenn man links strickt, dann kann man den Faden hinter der Arbeit lassen. Und jetzt stricken wir alle Maschen links. Also ich stricke in diesem Muster keine verkreuzten Maschen, sondern das sind normale rechte Maschen. Es gibt unterschiedliche Strickarten, das habe ich schon mal in einem Video erklärt. Das Video findet man unter Grundlagen in der Playliste. Also ich stricke die zweite Reihe, alle Maschen links, auch die rechten Maschen stricke ich auch links. Da habe ich die rechten Maschen, die stricke ich auch links. So, und die Randmasche stricke ich rechts und wie gesagt, die kann man aber auch links stricken. So, jetzt wiederholen wir die dritte Reihe genauso wie die erste. Die Randmasche hebe ich ab. Jetzt stricke ich 4 Maschen rechts, 2 Maschen links. Vier Maschen rechts, 2 Maschen links. Also die rechten Maschen genau 4 Maschen rechts, das sind auch 2 rechte Maschen, die stricke ich links. Und die letzten 4 Maschen rechts. So schaut es aus. Die vierte Reihe stricken wir alle Maschen links und dann wiederholen wir die 5. bis zur 9. Reihe genauso wie bis jetzt, wie die erste und die dritte Reihe. Also ich stricke dann 4 Maschen rechts, 2 links, 4 rechts, 2 links. Also wir stricken dann genauso weiter, bis wir insgesamt die 9. Reihe gestrickt haben.
Die 10. Reihe stricken wir dann auch alle Maschen links. So, jetzt stricken wir die 11. Reihe, so schaut es bis jetzt aus. Und zwar, wir stricken jetzt genau das gleiche, nur versetzt. So, ich hebe die Randmasche ab. Und jetzt stricken wir hier mittig diese linken Maschen. Das heißt, ich stricke jetzt eine Masche rechts und die mittleren 2 Maschen stricke ich links. Und jetzt wiederholen wir das Muster wie bis jetzt. 4 Maschen rechts, 2 Maschen links, 4 Maschen rechts, 2 Maschen links. Und so stricken wir, bis wir am Ende der Reihe sind. So, 2 Maschen links. Und am Ende der Reihe stricke ich eine Masche rechts und die Randmasche stricke ich auch rechts. So schaut es aus. Jetzt haben wir diese Streifen, stricken wir jetzt hier mittig. Jetzt wende ich alles und stricke die linke Seite wieder alle Maschen links. Also die Randmasche hebe ich ab und stricke jetzt alle Maschen links. Auch die rechten Maschen stricke ich links. Also die linke Seite habe ich alle Maschen links gestrickt. Und jetzt wende ich. Jetzt machen wir genau das gleiche. Wir stricken alles nach Muster. Eine Masche rechts, 2 Maschen links und 4 Maschen rechts. 2 Maschen links, 4 Maschen rechts. So, und auf diese Weise stricken wir dann insgesamt, sind das auch wiederum 10 Reihen. Also ich habe jetzt insgesamt 10 Reihen gestrickt. Es entstehen immer 1, 2, 3, 4, 5 solche Rippchen. Das heißt, wir haben dann 10 Reihen gestrickt. Und jetzt wiederholen wir das Muster ab die ersten Reihe. Also wir fangen wieder hier mit 4 rechten Maschen an. Also die Randmasche hebe ich ab. Und jetzt stricke ich 4 Maschen rechts, 2 Maschen links. Also wir stricken jetzt praktisch wieder hier mittig die 2 linken Maschen. Und dann 4 Maschen rechts. 2 Maschen links und so weiter, bis wir am Ende der Reihe ankommen. Und das Ganze wiederholen wir dann. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe, 4 Maschen rechts und die Randmasche. So schaut das Muster aus. Ein wirklich sehr einfaches Muster. Man kann das Ganze auch einfach nur in Streifen stricken. Das kann man zum Beispiel auch machen oder so versetzt. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken. Macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal. Schreibt mir auch gerne Kommentare, würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal.